Zugeschaltet ist jetzt Professor Andreas Wüst. Er ist Politikwissenschaftler an der Hochschule München. Guten Abend und willkommen hier bei Welt. Hallo. Schönen guten Abend. Wie erklären Sie denn, dass so viele junge und so viele Erstwähler für die AfD abgestimmt haben? Naja, das Thema ist ja schon in den letzten Wochen häufig in den Medien gewesen. Und man muss einfach betrachten, dass die Ergebnisse unter den Jungwählern nicht so phänomenal sind, wie sie manchmal gemacht werden. Also die Altersgruppen, die darüber liegen, haben höhere AfD-Anteile. Aber wir wissen natürlich, dass die Verunsicherung gestiegen ist, dass die Agenda heute eine ganz andere ist, Klimapolitik sozusagen in untere Regionen abgewandert ist und die Frage um Zuwanderung, die Frage um den Lebensstandard, Wirtschaftswachstum, Kriminalität auch, das sind Dinge, die die Jugendlichen auch bewegen. Jetzt haben ungefähr 16% der Erstwähler, die also unter 18 sind, eben für die AfD gestimmt. Ist das möglicherweise auch ein Social-Media-Phänomen, weil auf diesen Plattformen die einfachen Botschaften der AfD besonders gut funktionieren? Ja, man wird da natürlich auch noch mal intensivere Analysen abwarten müssen. Aber wir wissen, dass die etablierten Parteien ein Problem haben, gerade auf diesen Mediaplattformen, die Jungen konsumieren, präsent zu sein. Und insofern kann es durchaus sein, dass hier die TikTok-Präsenz auch gerade der AfD vorteilhaft war für diese Wahl. Also Sie haben es gerade gesagt, von den Anteilen, wenn man es insgesamt nimmt, sind die Anteile bei den älteren Wählern für die AfD sogar noch höher. Und interessant ist ja vor allem, wenn man sich die Wählerwanderung anschaut von Union und SPD, da waren es jeweils 570.000, die zur AfD gewandert sind. Und auch von der FDP waren es etwa, wenn ich das jetzt richtig zitiere, 430.000, was anteilig natürlich viel höher ist, weil die FDP ja insgesamt weniger Wähler hat. Wie erklären Sie das denn? Ja, wir müssen uns immer wieder auch vergegenwärtigen, dass Europawahlen nationale Nebenwahlen sind und im Wesentlichen zu einer Abrechnung oder Bilanzierung auch mit der Regierung führen. Und das sind natürlich Parteien, die nicht in der Regierung sind, diejenigen, die am ehesten profitieren können. In diesem Fall haben insbesondere die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht profitiert, aber auch etliche bisher nicht im Parlament vertretene Parteien oder mit wenigen Sitzen vertretene Parteien. Im Übrigen auch bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Da sind sogar 28% der Stimmen tatsächlich an diese Kleinstparteien gegangen. Also wir haben im Grunde genommen eine Abstimmung über die nationale Regierung in einem sehr viel stärkeren Maße, als dass wir die Europawahl auch mit den europäischen Themen verbinden. Obwohl man sagen muss, dass auch die europäischen Themen, gerade wenn es um Migration geht, natürlich hier eine Rolle gespielt haben. Einiges kann ja auch nur europäisch gelöst werden und die Migrationsfrage ist sicherlich eine zentrale, aber auch die Klimafrage, die jetzt aber in den Hintergrund gerückt ist. Wie kommt es eigentlich, dass die Union so wenige Unzufriedene von sich überzeugen konnte? Sie ist zwar stärkste Kraft geworden mit 30% der Stimmen, aber das sind gerade mal 1,1 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Europawahl 2019. Ja, eigentlich ist die führende Oppositionspartei die Partei, die am ehesten bei Europawahlen gewinnen sollte. Und in der Vergangenheit war das auch häufig so. Jetzt wissen wir, die Wählerinnen und Wähler sind unzufrieden mit der Regierung. Sie sind auch mit Herrn Scholz unzufrieden. Aber sie sehen nicht wirklich in der Union die klare Alternative. Und auch in Herrn Merz übrigens nicht. Also man wird abwarten müssen, inwieweit die Kandidatenaufstellung bei der CDU durch möglicherweise einen anderen Kanzlerkandidaten hier nochmal einen Schub auslösen könnte. Aber alles in allem ist das Ergebnis für die Union mäßig. Auch die Kompetenzen in den verschiedenen Politikfeldern. Man hat ja vorher abgefragt, was ist wichtig und welche Parteien können diese Probleme am ehesten lösen. Und die Union rangiert da immer so zwischen 25%, ungefähr 30%. Und das ist natürlich nicht berauschend. Also die Wählerinnen und Wähler sehen jetzt nicht wirklich in der Union die große Alternative. Und die Frage ist ja auch, mit wem sollte die Union dann auch regieren können? Da bleiben ja auch nur die etablierten Parteien, Grüne, SPD. Das Feld ist relativ ausgesucht. Herr Wüst, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bedeuten denn diese Ergebnisse der Europawahl für die Landtagswahlen im September?
Ja, sicherlich kein Rückenwind für die Regierungsparteien. Auf der anderen Seite ist jetzt allen, glaube ich, klar geworden, dass die AfD, die ja in allen Bundesländern vorne liegt, ernst zu nehmen ist. Und man wird sich wirklich jetzt Gedanken machen müssen, auch in diesen verbleibenden Wochen hier den Wahlkampf so zuzuspitzen, um klarzumachen, was ist eigentlich die Alternative? Ist die AfD tatsächlich eine Regierungsalternative? Ich glaube, da sind die meisten Wählerinnen und Wähler dann doch eher zurückhaltend. Sagt der Politikwissenschaftler Andreas Wüst. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne.